Schon mal im Supermarkt schalenlos gehört und plötzlich viel zu viel bezahlt? Oder dachtest du, naja, alle sprechen ja eh Englisch? Heute zeigen wir dir einfache, echte Sätze für den Alltag in Deutschland, im Supermarkt, auf dem Amt und bei Freunden, alles auf A2-Niveau. Du bekommst klare Beispiele, kleine Tricks und typische Fehler, damit du dich sicher fühlst. Hi, ich bin Tim. Schön, dass du da bist. Und ja, wir machen das heute ganz praktisch und entspannt. Und ich bin Julia. Die komplette Lektion ist übrigens auf Vocabli. So, zurück zum Thema. Ankommen heißt halt auch, sofort ein bisschen Deutsch sprechen, auch wenn's noch holprig ist. Genau. Viele Menschen in Deutschland freuen sich, wenn du es versuchst. Ehrlich, keiner erwartet perfekte Grammatik, aber sie merken, du gibst dir Mühe und das ist wichtig. Und unterschätze nicht die Sache mit Englisch. In Großstädten geht's oft, aber außerhalb halt nicht immer. Also lieber 2, 3 Sätze auf Deutsch, dann klappt's meistens besser. Ein ganz einfacher Start ist, Entschuldigung, ich übe noch Deutsch. Das ist ehrlich, freundlich und senkt den Druck. Danach kannst du sagen, können Sie das bitte wiederholen? Oder langsamer, bitte. Super, und noch was, Standard ist erstmal siezen. Also sie, nicht du. Später kannst du fragen, wollen wir du sagen, aber am Anfang bist du mit sie einfach sicherer. Lass uns direkt ein kleines Rollenspiel machen, ja? Ich spiele den Kunden im Supermarkt, du bist die Verkäuferin an der Obsttheke. Okay, legen wir los. Ich bin die Verkäuferin und rede normal schnell, aber freundlich. Entschuldigung, ich übe noch Deutsch. Was bedeutet schalenlos bei den Äpfeln? Kein Problem. Schalenlos heißt ohne Schale. Das sind fertig geschnittene Stücke. Sie kosten ein bisschen mehr. Ah, danke. Dann nehme ich lieber ganze Äpfel. Welche sind heute süß? Die roten hier sind süß, die grünen sind eher sauer. Möchten Sie mal probieren? Siehst du, das war schon alles. 3 Sätze, kein Stress. Und ich hab klar gesagt, ich lerne noch, bitte langsam. Ja, und eine wichtige Frage ist auch, was bedeutet, das ist so hilfreich. Oder du sagst, meinen Sie ohne Schale? Dann checkst du das Wort sofort. Apropos, schalenlos. Ich hab eine echte Geschichte gehört. Jemand dachte, das heißt geschält gratis. Dann gab's am Ende teure Apfelscheiben im Beutel und die Rechnung war, überraschend hoch. Oh ja, ich kenn solche Momente. Aber weißt du was? Genau so lernst du. Frag nach, lach kurz über dich selbst, und gut ist. Beim nächsten Mal weißt du's. Noch ein Fehler, der oft passiert, man denkt, alle sprechen Englisch. Du sagst auf Englisch deine Frage und die Person schaut dich an wie, was? Deshalb, starte auf Deutsch. Wenn es gar nicht geht, dann erst wechsle. Total. Hier sind 3 Minisätze für den Start. Guten Tag, ich habe eine Frage, können Sie mir helfen? Ich verstehe nicht. Können Sie das wiederholen? Das reicht schon. Wollen wir kurz über Artikel reden? Der, die, das nervt viele. Mein Tipp, sag den Satz trotzdem. Wenn du unsicher bist, sag einfach, wie heißt das? Und zeig drauf. Kommunikation zuerst, Grammatik kommt. Genau. Du kannst auch ergänzen, ich meine dieses hier, also ruhig zeigen, lächeln, kurz atmen. Meistens hilft die andere Person gern und sagt dir das Wort. Noch eine typische Alltagsszene, auf dem Amt. Da ist's oft formell, ja. 2 Phrasen helfen richtig gut. Ich habe einen Termin und ich brauche eine Anmeldung. Anmeldung ist die Registrierung deiner Adresse.
Und wenn du etwas nicht verstehst, sag einfach, Entschuldigung, wie war das? Oder können Sie das bitte nochmal erklären? Kurze, klare Sätze. Das ist höflich und funktioniert. Lass uns schnell einen Mini-Dialog fürs Amt machen. Ich bin Besucher, du bist die Mitarbeiterin, ja? Klar, los. Guten Tag. Ich habe einen Termin am 8. Januar 2024. Ich brauche eine Anmeldung. Guten Tag. Ihren Ausweis bitte. Und haben Sie die Unterlagen? Unterlagen sind die Dokumente. Hier sind sie. Entschuldigung, ich verstehe nicht, können Sie das bitte wiederholen? Natürlich. Bitte füllen Sie dieses Formular aus. Formular ist ein Zettel mit Fragen, die du beantwortest. Siehst du, so kurz kann das sein. Keine Angst vor dem Amt, einfach höflich bleiben und um Wiederholung bitten. Kurzer Check, mal testen. Weißt du noch, was können Sie das bitte wiederholen, bedeutet? Genau, bitte sagen Sie es nochmal, langsamer, klarer. Wenn du das kannst, bist du schon super vorbereitet. Sehr gut. Machen wir weiter mit Alltag unter Freunden. Da ist oft Duzen normal, aber pass auf, wie die Leute reden. Wenn alle du sagen, kannst du fragen, ist du okay? Das ist locker und höflich. Und jetzt eine lustige Geschichte zum Wortsalat. Eine Person wollte sagen, das Kleid steht dir, also es passt dir gut. Sie hat aber gesagt, das Kleid steht deinem Mann, das war natürlich mega komisch, aber alle haben gelacht und es war ein netter Abend. Ja, peinlich für 2 Sekunden, aber dann verbindet es. Mein Tipp, wenn du so einen Fehler machst, sag einfach, oh, ich meine, das Kleid steht dir. Fertig. Korrigier dich laut, das hilft dir und allen anderen. Komm, wir machen ein kleines Partyrollenspiel, okay? Ich bin die Gastgeberin, du kommst an und willst Smalltalk machen. Hi, ich bin Tim. Ich bin neu in Deutschland und übe noch Deutsch. Schönes Kleid, es steht dir wirklich gut. Oh, danke. Willkommen. Magst du etwas zu trinken? Siehst du, das ist entspannt und freundlich. 3 Sätze, und man ist im Gespräch. Wenn du ein Wort nicht kennst, kannst du sagen, wie sagt man das auf Deutsch? Oder ich kenne das Wort nicht, können Sie mir helfen? Das zeigt Interesse und du lernst direkt im Moment. Noch ein Thema, das viele bewegt, Integration. Manche sagen, die Leute hier sollen sich mehr anpassen, andere sagen, die neuen Bewohner sollen mehr lernen. Meine Erfahrung, ein kleiner täglicher Schritt auf Deutsch öffnet Türen, Punkt. Genau, zeig deinen Willen und die Umgebung reagiert anders. Ein Guten Morgen im Treppenhaus, ein kurzes Alles gut? Beim Bäcker, das macht echt viel aus. Apropos Bäcker, hier ist eine Mini-Bestellung, sehr nützlich, ein Roggenbrot, bitte. Darf es geschnitten sein? Geschnitten heißt, sie schneiden dir das Brot in Scheiben. Und wenn du nicht sicher bist, stell eine Rückfrage. Meinen Sie in Scheiben? Oder was ist der Unterschied? Damit vermeidest du Überraschungen an der Kasse. Ich sag's nochmal, Nachfragen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern clever. Du sparst Geld, Zeit und Nerven. Wirklich. Noch ein Tipp gegen Frust: Setz dir Mini-Ziele. Heute frage ich im Laden auf Deutsch, morgen sage ich meiner Nachbarin 2 Sätze. Kleine Erfolge machen dich mutig. Und nutze Veranstaltungen. Lokale Feste, ein Vereinsabend, ein Stammtisch, da lernst du Wörter, die in Büchern nicht stehen. Du hörst Akzente, du siehst Gesten, und ja, du fühlst dich schneller zu Hause. Wenn du gern Apps nutzt, schau dir die App Tandem an. Du findest dort Sprachpartner, also Leute, die mit dir chatten oder sprechen. Das ist locker und macht Spaß, und manchmal werden echte Freundschaften draus.
Und für den Alltag noch ein paar Rettungsphrasen. Können Sie das aufschreiben, wenn du die Zahl oder den Namen nicht verstehst? Oder, wie buchstabiert man das? Buchstabieren heißt, jeden Buchstaben einzeln sagen. Sehr gut. Und wenn jemand zu schnell redet, sag freundlich: Entschuldigung, könnten Sie etwas langsamer sprechen? Das ist höflich und effektiv. Viele passen sich dann sofort an. Sollen wir noch ein kurzes Rollenspiel im Treppenhaus machen? So ein Kennenlernmoment mit Nachbarn ist super wichtig. Ja, los. Ich bin der neue Nachbar, du wohnst schon hier. Hallo. Ich bin Julia aus dem 3. Stock. Willkommen im Haus. Hallo, ich bin Tim. Ich bin neu und übe noch Deutsch. Wenn ich mal zu laut bin, sagen Sie bitte Bescheid. Alles gut, danke für die Info. Wenn du Fragen hast, klingel einfach mal, siehst du, freundlich, offen, kurze Sätze. Das klappt fast immer. Übrigens, beim Siezen im Haus ist es oft gemischt. Du kannst einfach hören, wie die Person spricht. Wenn sie du sagt, kannst du mit du antworten oder kurz fragen: Ist du okay? Und keine Angst vor Dialekt oder Akzent. Sag offen, ich kenne das Wort nicht, oder, können Sie ein anderes Wort sagen? Viele Menschen wählen dann ein einfacheres Wort. Noch ein Punkt. Beim Job in Deutschland sind Qualifikationen wichtig, aber im Alltag zählt auch, wie du sprichst. Klare Sätze zeigen Kompetenz. Zum Beispiel: Ich kann das heute nicht schaffen. Geht morgen? Kurz, ehrlich, lösungsorientiert. Genau. Und wenn du etwas nicht verstanden hast in einem Meeting, sag lieber direkt: Ich habe den letzten Punkt nicht verstanden. Können Sie das wiederholen? Das ist professionell, nicht peinlich. Kleine Aussprachesache noch: Umlaute. Wie in schön, ü wie in müde. Wenn es nicht klappt, ist okay, aber versuch's mal. Das ändert manchmal die Bedeutung, also üben lohnt sich. Und die Betonung, ja. Sag lieber bitte statt bitte. Langsam, klar, mit Pausen. So versteht man dich besser, auch wenn die Grammatik noch wackelt. Noch ein kurzes Beispiel am Kiosk. Einmal eine Fahrkarte, bitte. Nur Innenstadt. Oder 2 Brötchen, bitte. Ohne Sesam. Mit ohne klärst du Allergien oder einfach deinen Geschmack. Wenn du unsicher bist, wiederholst du einfach, was du verstanden hast. Also, Sie sagen, morgen um 9 Uhr, so merkt die Person, wo es noch hakt, und kann korrigieren. Das ist ein super Trick, echt. Wiederholen ist wie ein Spiegel. Und du hörst den Satz nochmal, das festigt das Wort. Zum Üben zu Hause, häng kleine Zettel an Dinge. Der Tisch, die Tür, das Fenster. Du siehst das Wort jeden Tag, und die Artikel gehen langsam in den Kopf. Oder sprich laut mit dir selbst: Ich koche jetzt Kaffee. Ich gehe raus. Klingt vielleicht komisch, aber dein Mund trainiert so die Sätze und du wirst flüssiger. Und hey, wenn ein Fehler passiert, atme durch. Sag, sorry, ich lerne noch, lächeln, korrigieren, weiterreden. Das ist der Weg. Bevor wir zum Ende kommen, eine Frage an dich: Welche kleine deutsche Redewendung oder welcher Satz hat dir im Alltag am meisten geholfen? Schreib uns deine Idee, damit andere davon lernen können. Und wie versprochen, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist kostenlos auf Vocably. Den Link findest du in der Beschreibung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.